Hautalterung. Ich grüße dich zu deinem Podcast kurz und knackig über die Haut. Heute das Thema ist Hautalterung. Intrinsische, extrinsische und genetische Bedingungen, die deine Haut altern lassen. Da gibt es ja eine ganze Liste, die besprechen wir heute zusammen hier mit Dr. Eckhard Voss. Ich freue mich drauf. Wie geht es? Gerne, danke schön. Ja, extrinsisch, intrinsisch, man kann auch sagen Chronoaging, nicht? Das ist sozusagen das Intrinsische, was die Zeit macht, was man nicht vermeiden, nicht verändern, nicht vermeiden kann. Also Chronozeit. Ich sag mal, Gott gegeben, so ungefähr, nicht? Aber da kann man ein bisschen auch was machen. Ja. Ein bisschen kann man da eingreifen. Richtig, man kann ein bisschen eingreifen. Durch Sport und gute Ernährung kann man es ein bisschen schieben. Aber ist schon nicht der größte Teil. Der größte Teil ist das Vermeidbare, das extrinsische Aging. Extrinsische Aging. Von also was außen man kommend. von außen Von dazu außen gibt, um sich vielleicht länger, schöner, jünger zu halten. Und vielleicht auch das Intrinsische, diese tickende Zeit, etwas, zurückdrehen ist schwierig, aber etwas zu verlangsamen sozusagen. Ja gut, das Oder? ist immer gut, ja, wenn man das schafft. Ne? Aber einfacher ist es, das Äußere zu reduzieren. Denn wenn du eine Investition tätigen musst und du hast 70% Rendite oder 30% Rendite, was nimmst du? Naja, die 70. Siehst du, und das ist das Extrinsische. Das heißt, die extrinsischen Faktoren, die von außen kommenden Faktoren, kann ich also insgesamt 70% davon beeinflussen, Richtig. indem ich die Blockiere. Haut Schütze. entsprechend schütze und entsprechend aufbaue Richtig. und pflege. Richtig. Und darum geht es jetzt auch in diesen ja. schönen 10 bis 15 Minuten. Und die genetisch, also das Chronoaging sozusagen, das, was das DNA gebracht hat, die Genetik sozusagen, da kann man auch etwas eingreifen. Da willst du auch erklären, wie man das macht. Ja, sicher. Also sagen wir, das liegt ja daran, dass im Grunde genommen die Produktionsprozesse in der Zelle, angefangen von der DNA-Ablesung, nicht? Stell dir mal vor, die DNA ist ja das Kochbuch für unser ganzes Leben. Ja. Und wenn da 2 Seiten von dem Kochbuch verklebt sind, dann ist das Rezept nicht mehr zugänglich. Futsch. Wenn das gerade Kollagenaufbau war, kann die Zelle jetzt kein Kollagen mehr aufbauen. Und dann siehst du alt So aus. ungefähr. Okay. Jetzt mal plastisch formuliert. Ja. Nicht? Das ist intrinsisch. Also alles wird ein bisschen schlechter, ein bisschen langsamer, produziert nicht mehr ganz so stark. Der Müll in der Zelle wird immer mehr, kann nicht mehr so gut arbeiten, weil so viel Müll ist. Nicht? Das ist so im Laufe des Lebens anhäufen. Aber da siehst du auch mit 80 noch gar nicht so schlecht aus. Aber da kann man natürlich, da sagst du, gesunder Lebensstil und auch ein Riesenfaktor ist der Stress natürlich. Ja, gut, auch. Oder? Ja. Also ich denke, wenn man lernt, seinen Stress zu managen und sich Ist immer gut. guter Schlaf, frische Luft. Ich weiß noch ein paar gute Sachen, aber ist gut. Ja, das natürlich auch, absolut, da stimme ich zu. aber wie gesagt, das ist die kleinere Rendite. Das muss sein, also Lachen ist auch gesund, ja. Ist auch gut. Aber da soll man auch dran arbeiten, das ist auch prima. Ja. Ne? Aber was man wirklich viel leichter, sagen wir mal, low-hanging fruits, sagt der Amerikaner, nicht? Was viel leichter zu erreichen ist, das sind die 70%. Da brauchen wir uns nur zu schützen, vor allen Dingen vor dem Licht. Genau, also eine der extrinsischen Faktoren, lassen wir jetzt mal konkreter werden, die intrinsischen, die kann man so ein bisschen beeinflussen. Aber die extrinsischen, die kann man wirklich gut ausschließen, wenn man weiß, wie. Du sprichst das Thema Licht ein und da weiß ich, die Lias, ihr habt ja eure Cremes, die oben auf die Serien kommen, in dem Dual-Lift-System, das ist immer der Schritt 2, kommt ja oben drauf immer, das heißt ja LIA, Licht-Induced Aging, also dass das Licht draußen bleibt. Die lichtinduzierte Alterung ist, wie gesagt, die meisten Dermatologen sagen, zwischen 60 und 80% der Falten kommt im Licht. 60 und 80%. Zwischen 60 bis 80. Das ist eine Je nachdem, Hausnummer. wen man fragt. Ne? Aber ist schon der überwiegende Teil. Ja. Und das können wir ja vermeiden. Ich meine, und das ist mehr als Sonnenschutz. Man denkt es immer, Sonnenbrand, Finger und so weiter. Hauptsächlich ist UVA, UV-alt. UVA UVB, ist UV-alt. UV-Brand ist Sonnenschutz und UVB ist UVA Brand. ist UVA-Schutz, alt. Ja. Ne? Das kann man prima. Radikalfänger, UV-Filter. Und man kann auch ganz viel tun, damit die Schäden, die dadurch entstehen, wieder repariert werden. Okay. So Produkte. Ne? Einmal den 30er-Schutz, das reicht für alle Breitengraden, weil du hast mir es auch gut erklärt, 30 und 50 macht nur 1% aus am Ende. Unterschied. Das extra Nicht? Schutz. 30 macht 97% Blockade und
50 macht 98% Blockade. Ne? Also ist nicht in die Welt ein Unterschied. Da habe ich wieder was gelernt. Ja, kannst du ruhig beide nehmen. Ist egal. Aber das ist was für Mallorca. Okay. Oder eben auch Afrika. Ja, natürlich. Aber ich sage mal, wo viel Licht ist, den ganzen Tag im Licht, da willst du richtig auch Brand total blockieren. Ja. Klar. Aber hier in unseren Breiten, da ist viel wichtiger, dass du mal das, was überwiegend hier ist, alt, dass du das blockierst. Und das können wir ganz gut. Mit den LIA-Schutz, also lichtinduzierten Alterungsprodukten. Das steht also immer drauf. Ne? Das ist praktisch auch so ein bisschen so deine Signatur. Ja, das ist unsere Produktlinie. Ne? Ja. Die Cremes heißen LIA-Cremes. Ja. Weil sie hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, aber weil sie das auch sozusagen machen. Ja. Ja? Sie schützen die Haut vor Lichtalterung. Genau. Da haben wir dann schon mal 60-80%, wo wir sagen, nein, danke. Ein 80-Jähriger, der sich vom Babyzeit an damit eincremen würde, der sieht mit 80 aus wie 50. Da gibt es ja das famose Joggerbild, was alle immer einblenden im Fernsehen. Die Seite und die Seite, ne? So, dann hat man also einmal den Licht. Das ist ein Faktor, der extrinsisch sehr viel Alterung bringen kann. Ja. Muss gar nicht sein. Du hast da die Abhilfe gegeben mit den Lias und auch mit dem 30er. Jetzt mal zum anderen extrinsischen Faktor. Das wäre die Luftverschmutzung, ja? Das ist der Schmutz. Wie schützt du die Haut davor? Das Tückische ist, die Luftverschmutzung zusammen mit dem UV, das potenziert sich geradezu. Da gibt es also ganz tolle Studien, gerade in Asien, haben die also in den Gegenden, wo die sehr hohe Luftverschmutzung haben, durch das UV noch besonders stark geschehen. Das nennt man auch Polluaging. Pollution Aging. Polluaging. Ne? Da haben wir auch ein ganz spezielles Produkt dagegen, unser Hyra 4 White. Da ist so ein Wirkstoff, der gerade dieses Ding, das hat so mit der epigenetischen Hautalterung zu tun, epigenetische Faktoren auf der Haut obendrauf, die werden dadurch besonders blockiert. Ja? Also Umwelt ist auch wichtig, ja, richtig. Und dann ist Zigaretten rauchen, alles was Radikale, Schwermetalle. Reizwort Radikale. Das geht alles über Radikale. Und Radikale sind eben sehr böse Buben, die man nur durch sehr gute Radikalfänger löschen kann. Das heißt, das ist die Hyra 4. Das ist das Serum, das heißt auch wieder im Dual-Lift-System, reinigen, dann Serum Hyra 4 drauf. Ja, aber sagen wir, die Radikale, die löschen wir schon eine Etage höher, schon in unseren Cremes. Da haben wir einen super Radikalfänger drin. Bevor die überhaupt da gar nicht erst rein. Genau, damit die gar nicht erst die Dermis erreichen, werden die gleich ganz oben total gelöscht. Also der Radikalfänger, der ist so intelligent, der löscht nicht nur die Radikale, sondern wenn er sein Werk getan hat, dann wandelt er sich um in einen UV-Schutz, in einen UV-Filter. Das heißt, der verstärkt noch die UV-Filterleistung. Ja, du bist ja auch Magier, Eckart. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich nicht, ich habe das ja nicht erfunden. Es war ein Mitarbeiter von mir, der das erfunden hat. Ja. Ist ja spannend. Ja, die Historie von Eckart, die ist auch ganz spannend. Da kommen wir nochmal rauf auf diese vielen, vielen Jahre an Erfahrung, die du gesammelt hast und die eben auch in so wunderbare Produkte reinlaufen, dass sie wirklich, die sind wasserlichtdicht und Radikalfänger vom Feinsten. Wir haben gesagt Stress, wir haben gesagt Licht, wir haben gesagt Verschmutzung. Was ist noch so ein Faktor? Ich meine, ich weiß, ihr habt sozusagen saubere Produkte, Pflegeprodukte, aber in anderen Produkten hat man ja oft selbst Sachen, die die Haut schädigen, wie Konservierungsstoffe oder Parabene, Emulgatoren. Und das habt ihr alles ja nicht. Nee, das haben wir gar nicht. Also wir arbeiten ja schon etwas länger darauf, auf diesem puristischen Prinzip, dass wir in unseren Produkten nur Sachen haben wollen, die Haut braucht. Und nichts, was vielleicht der Hersteller braucht, um das Produkt stabil zu machen, wie zum Beispiel Konservierungsmittel. Ja. Die Haut braucht kein Konservierungsmittel. Nur der Hersteller braucht das Konservierungsmittel, um das Produkt, damit das nicht wegläuft. Ne? Und Emulgatoren braucht auch nur der Hersteller, um das Produkt stabil zu machen. Die Haut braucht die überhaupt nicht, im Gegenteil. Die schädigen, die trocknen die Haut noch aus. Da haben wir alles drauf verzichtet. Aber das machen wir schon immer so.
Und deswegen bin ich ja auch zu euch gekommen, weil ich hatte ja und ich sag wie viele Dekaden, 30 Jahre im Modeling, im Entertainment, und meine Barriere war scheinbar geschädigt, weil mir so viele Menschen so viele Produkte immer ins Gesicht geschmiert haben, dass die Barriere geschädigt war. Und ich hatte immer ein Trockenheitsgefühl. Ja, das Dann hatte ich eure Produkte in einem Goodiebag bekommen und habe zum ersten Mal gedacht, ich habe kein Trockenheitsgefühl mehr. Und vor allem, wenn du jetzt wieder anfängst, unsere Produkte zu nehmen, anschließend tust du dir wieder ein flüssiges Make-up obendrauf mit ganz vielen Emulgatoren, die haben nämlich viel, um diese Pigmente in Schwebe zu halten, dann ist alles wieder hin. Das heißt, man muss dann schon so konsequent sein und dann richtig emulgatorfrei auch Hautpflege haben. Auch das Make-up obendrauf? Ja. Das ist natürlich schwierig, aber auch da... Wir haben da eins, nicht? Das ist in 3 Schattierungen wunderbar, absolut stärkt die Barriere, statt sie zu schädigen. Ja? Also sieht man das nicht? Also ich wurde ja mit deinen Produkten geschminkt und die sehen auch gut aus. Die schützen nicht nur, sondern sie sehen auch gut aus. Sieht wahrscheinlich auch ohne die Schminke gut aus. Vielen Dank. Also ich habe ja schon im vorigen Podcast auch gesagt, ohne die Hua 4 kann ich nicht leben, dazu stehe ich. Also auch eure Masken, die Sheet Masks sind ein Traum. Ich finde immer das Geniale, dass man vorher, nachher sogar sieht, ja. Und absolut ohne meinen Lichtschutzfaktor würde ich nicht gen Süden fahren. Das sind so meine Top 3, aber generell kann ich ja ohne Dr. Evos nicht leben. Aber auch wenn du nicht in den Süden fährst, denk immer dran. Nicht nur die 30er im Kopf die haben, die normale Tagescreme. Von dem Tag an, wo du die verwendest, feierst du nur noch alle 2 Jahre Geburtstag. Ich glaube, das führe ich jetzt heißt, du alterst nur noch halb so schnell. Dankeschön. Ja, ist doch gut. Ich glaube, das führe ich jetzt ein. Mehr kann man doch nicht verlangen, oder? Ja, das stimmt. Ja, super. Also wir haben eigentlich alle intrinsischen. Intrinsisch kann man ein bisschen mit eingreifen, indem man sehr gesund lebt. Dann kann man auch vielleicht nochmal 10% rausholen. Aber diese 70% der extrinsischen Faktoren, die kann man um einiges mindern, wenn man Licht rausbehält. Ja. Natürlich auch die freien Radikale benutzt, die Fänger. Und auch natürlich Stress vermeidet und natürlich zu Dr. Evos greift. Da sind keine Konservierungsstoffe, keine Parabene etc. drin, die Haut schädigen. Ja. Und wenn man noch wieder was reparieren muss, da haben wir ja auch ein paar Sachen dafür. Nicht? Unsere Hyalurongele, die machen wieder alles heile dann. Nicht? Ja. Alles nicht, aber einiges. Ja, es lohnt sich vorbeizuschauen und alles mal zu testen. Wir haben auch den spannenden Terminus gehabt, Chronoaging, also zeitbedingtes Altern. Dann hattest du Polyaging, also Polyaging durch die Verschmutzung. Ja. Hattest du noch andere Begriffe? Die nur noch Extrinsic als sozusagen globale Alterung von außen. Und die wissen wir jetzt, wie wir sie raushalten mit der richtigen Anwendung, vor allen Dingen mit dem Dual-Lift-System von Dr. Evos und vor allen Dingen die Lederschutzcreme obendrauf. Und dann altert man nur noch alle 2 Jahre ein. Ja, richtig so. Also mich hat's gefreut. Vielen Dank für die Aufklärung und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.